Messer-Review. Halloween Edition. Ich war auf dem gelben Amazon unterwegs und fand diese Machete. Hergestellt von einem fremden Volk am anderen Ende dieses Weltenrunds. Es ist die billigste Machete, die ich je gesehen habe, für 14 europäische Taler. Ob sie auch etwas taugt, das werden wir jetzt herausfinden. Deswegen würde ich vorschlagen, schauen wir uns dieses Teil doch mal aus der Nähe an. Die Machete ist insgesamt 40 cm lang und die Klingenlänge beträgt 26,5 cm und eignet sich dafür wahrscheinlich auch gut zum Schädelspalten. Das Material dieser Klinge ist leider unbekannt, doch viele mutmaßen, es handelt sich um 440er Stahl. Leider ist auch da nicht bekannt, ob es A, B oder C-Variante ist. Vielleicht ist es auch 420. Das wäre nicht so schön. Die Schneide war im Auslieferzustand leider nicht optimal. Das vordere Drittel konnte gut schneiden, auch Papier, doch der Rest der Klinge hatte Beschädigungen, kleine Dellen und damit konnte nicht einmal Papier sauber geschnitten werden. Ihr müsst also damit rechnen, diese Klinge erstmal selbst nachzuschärfen. Viel Spaß bei einer Recurved-Klinge. Die gesamte Klinge ist leicht mattiert, was mir sehr gut gefällt. Und hier vorne haben wir ein ausgeprägtes Ricasso, was aber bei Macheten durchaus üblich ist. Die Machete wiegt insgesamt 382 Gramm und ist sehr kopflastig, was für Macheten sehr gut ist, denn damit will man ja auch hacken. Der Griff ist etwas kurz geraten. Für meine schmalen Männerhände passt es sehr gut, aber wenn ihr große Pranken habt, dürfte euch dieser Griff zu kurz sein. Der Griff besteht aus Kunststoff und aus Gummi, ein Gemisch, das sich sehr angenehm halten lässt und einen guten Grip gibt. Außerdem habt ihr hier vorne einen Fingerschutz, der ist sehr wichtig und ich bin froh, dass es ihn hier gibt. Auch hier hinten mit der Ausnehmung, damit ihr auch anständig haken könnt. Und natürlich nicht zu vergessen habt ihr hier noch eine Lanyardöse, damit ihr euch die Machete an eure Halskette hängen könnt. Außerdem erhaltet ihr noch im Lieferumfang eine Messerscheide, die angeblich aus Cordura besteht. Ihr habt hier 2 Druckknöpfe, um die Machete sicher darin aufzubewahren. Die Messerscheide macht einen halbwegs gut verarbeiteten und stabilen Eindruck, doch wie lange sie wirklich halten wird, das kann man natürlich in dieser Preisklasse nie wissen. Nun denn, nun ist es an der Zeit, die Klinge zu testen. Beginnen wir also mit dem schwierigsten Gegner. Papier. Wie ich sagte, der vordere Bereich ist durchaus scharf, aber der Rest. Gut, dann eben Kartonage, dicke Versandkartonage. Dickes Haushaltsseil aus Kunststofffasern. Kein Problem. Und 1 Zentimeter dickes Hanfseil. Fast kein Problem. Was für eine hässliche Schnittkante. Und als letztes noch Holz.
Es hobelt ordentlich, aber beißt nicht wirklich gut. Nun, wie ist mein Urteil über die Buschkata von G8DS? Im Großen und Ganzen ist die Verarbeitung noch annehmbar, aber wirklich überzeugen konnte sie mich nicht. Sie eignet sich aus meiner Sicht vor allen Dingen als Dekoobjekt oder für die Gartenarbeit oder leichte Holzarbeiten oder aber wenn ihr einen Polizeieinsatz in einem Einkaufszentrum auslösen möchtet. Würde ich dieser Machete mein Leben anvertrauen? Sicherlich nicht. Würde ich sie mit auf einen Dschungeleinsatz nehmen? Bestimmt auch nicht. Lasst mir gerne eine abgehackte Hand mit dem Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen können. Wenn euch Messer interessieren, dann empfehle ich euch meine Messer-Playlist. Und hier findet ihr noch ein Video, von dem YouTube denkt, dass es euch gefallen könnte. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.